Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kaum zu glauben, es ist 8:10 Uhr. Ich habe mein Zelt eingepackt und sitze bereits auf dem Fahrrad und trete meinen Rückweg an. Kaum zu glauben deswegen, weil ich so früh, glaube ich, noch nie auf dem Rad war, wenn ich vorher zelten war. Wurde immer 10 oder 11 oder irgendwie sowas. Ja, diesmal habe ich mir so recht vorgenommen, früh loszufahren, denn heute soll es irre heiß werden, 37 Grad. Und deswegen will ich so schnell wie möglich in Karlsruhe wieder zurück sein. So schnell wie möglich stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich nicht die kürzeste Route ausgesucht, sondern einen Weg, der auch nochmal 70 Kilometer lang ist. Will ja doch noch was haben vom Tag. Der Weg geht erstmal ein kurzes Stück zurück an der Enns entlang, so wie ich auch hergekommen bin. Dann geht es genau den steilen Weg hoch, den ich vor 2 Tagen runtergefahren bin. Ihr erinnert euch vielleicht, der lang asphaltiert war und über Kilometer nur nach unten ging. Den muss ich jetzt nach oben. Das war mit 12-13% Gefälle, heute Steigung. Ja, da vertraue ich jetzt mal ganz auf meinen Motor, sonst würde ich es nicht schaffen. Ja, dann geht der Weg, der geht bis Dobel hoch. Bei Bad Herrenalb ist das. Dann von dort geht es dann wahrscheinlich durch den Wald nach Loffenau, dann runter ins Murgtal nach Gernsbach. Und dann da im Murgtal entlang runter und dann biege ich irgendwann ab Richtung Ettlingen und dann Karlsruhe. Das ist die heutige Route, 70 Kilometer. Mal schauen, was der Tag bringt, außer der Hitze. Da bin ich nun schon auf der ellenlangen Straße nach Dobel. Aber noch ist es mit 2% sehr gediegen. Ich kann auch locker mit Eco fahren. Ja, ich habe sogar heute Morgen schon gefrühstückt, vor 8 Uhr. Allerdings kein Festschmaus, es war nur ein bisschen Reste Essen von gestern. Leider kein Kaffee dabei. So Leute, es wird ernst. 8:45 Uhr, ich habe die Steigung erreicht. Es sind zwar nur 2 Kilometer bis Dobel, aber die haben es jetzt in sich. Deswegen habe ich mich jetzt entblößt und dem Wetter angepasst. Bin jetzt warm und es wird jetzt gleich noch viel mehr werden. Und noch einen kräftigen Schluck und dann geht's los. So, das Schlimmste habe ich hinter mir, also den Abschnitt mit 10-12% Steigung. Vor mir ist Dobel. Jetzt weiß ich, wieso es nur 2 Kilometer waren. Es geht nämlich nach Dobel anscheinend noch weiter hoch. Ja, aber nicht mehr so steil. Es kommen noch 150 Höhenmeter. Also ich habe natürlich meinen Motor gebraucht, keine Frage. Für die, die es interessiert, ich habe einen Shimano E8000 Motor, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und für solche Bergfahrten mit den 20 Kilo Gepäck hinten dran ist der Trail-Modus einfach super. Also der Trail ist der mittlere Modus von 3. Der hat die besondere Eigenschaft, dass der nur so viel zugibt, wie man selber reintritt. Also heißt, je mehr ich selber investiere, desto mehr gibt mir der Motor auch zurück. Man muss selber auch was tun, mir wird dann nicht einfach hochgezogen. Der dritte Modus, der Boost-Modus, der zieht richtig hoch, aber den habe ich jetzt nicht gebraucht. Den nehme ich meistens, wenn es mal so eine Burg hoch geht, wo so richtig so 20% Steigung oder sowas, dann braucht man das. So, und es kommt so ein alter Traktor und es wird laut, deswegen höre ich mal auf. Ich hatte noch ein paar treue Begleiter bei meinem Aufstieg, einen Schwarm Fliegen, die immer wieder um mich gekreist sind und mir fast in den Mund geflogen sind. Das kann man da gerade gebrauchen, ja. Sie sind immer noch da, bin wohl gerade sehr anziehend. Vielleicht sollte ich einfach weiterfahren jetzt.
Das war gerade der Wasserturm in Dobel. Herrlicher Ausblick. Runter bis ins Rheintal und hinten hat man sogar im Pfälzerwald erkennen können. Ha, schön bei so einem klaren Wetter. Aber ich muss noch höher hinaus. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Aussichtspunkt, mal sehen. Aber ich muss noch ein paar Höhenmeter schaffen, bevor die große Hitze anfängt. Meinen nächsten Zwischenstopp habe ich am höchsten Punkt geplant. Das ist am Weidhäusleplatz, wenn ich es richtig gelesen habe. Ist noch 2,2 Kilometer entfernt. Und da bin ich ganz oben. Und dann gibt es ein zweites Frühstück. Ist doch schon blöd, oder? Da fährt man ganz hoch auf den Berg und hofft auf einen schattigen Platz. Ich fahre jetzt ein bisschen runter und hoffe da auf einen schattigen Platz und da nehme ich dann mein zweites Frühstück ein. Ich glaube, der Plan ist besser. Frisch gestärkt geht es weiter bergab nach Gernsbach. Bergab kommt erst noch. Jetzt muss noch mal ein bisschen hoch, aber nicht viel. So, wieder einen höchsten Punkt erreicht. 580 Meter Höhe. Die nächsten 6 Kilometer geht es runter auf 280 Meter Höhe. Ich habe gerade eine wunderbare Abfahrt nach Loffenau verpasst. Die war allerdings auf der normalen Autostraße und die ist ziemlich kurvenreich und steil und es war mir zu gefährlich, da zu filmen. Ich habe beide Hände am Lenker gebraucht. Deswegen schade, dass ich es nicht gesehen habe. Wunderbarer Blick ins Tal runter und über Loffenau hinweg. Jetzt fahre ich gerade durch, man sieht ein bisschen die Fachwerkhäuser an der Seite. Ja, aber ich bin auf der Straße und muss mich konzentrieren.
Loffenau hat eine super Hauptstraße mit ganz vielen Fachwerkhäusern. Die Straße ist frisch gemacht worden. Da war lange Zeit eine Großbaustelle. Es ist herrlich da durchzufahren. Allerdings auch ein wenig Verkehr, weswegen ich wieder nicht filmen konnte, sondern ich musste mich einfach im Strom mitreißen lassen. Ja, nach Loffenau bin ich jetzt einen wirklich spitzen Weg runtergefahren. Der schimpft sich einfach Schwarzwaldweg. Könnt ihr mal auf der Karte nachgucken. Von Loffenau nach Gernsbach runter. Ein super Weg, ist super zu befahren, einfach schön. Ich bin mittlerweile in Gernsbach angekommen. Ich mache jetzt aber keine Sightseeing-Tour hier. Ich gucke besser, dass ich zurück nach Karlsruhe komme. Bei der Hitze. Ja, es ist hier im Tal deutlich wärmer. Ja, ich denke Murgtal, das gucke ich mir mal gesondert an. Das ist bestimmt mal auch eine Tour wert. Die gibt es ja zum Beispiel auch die Tour de Murg. Da kann ich mir dann die Dörfer und Städte an der Murg dann genauer anschauen. Jetzt geht es einfach nur heim. Außer Liegeradler. Meine Müsli-Riegelpause hat eben eine Frau so schön kommentiert. Gell, auch beim Liegen muss man Pause machen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich habe noch 33 Kilometer vor mir und wir haben jetzt mittlerweile 32 Grad. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Puh. Anstiege sind die Dinge, die ich gerade gar nicht gebrauchen kann. Weder Höhenanstiege noch Temperaturanstiege. Was habe ich mir nur dabei gedacht, diesen Zipfel da noch mit reinzunehmen, wo es nochmal über einen kleinen Berg geht. Aber es kommt gerade erfrischende Wind, es geht wieder runter. Waldbrechtsweiher. Wieso muss ich da an Dinosaurier denken? Wisst ihr's? Ich habe seit Waldbrechtsweiher keine besonderen Bilder mehr gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr groß filmen, weil es ist einfach nur heiß. Ich habe noch 20 Kilometer vor mir, 50 habe ich hinter mir. Das ist bei der Hitze schon ordentlich. Ja, ich werde jetzt einfach gucken, dass ich heimkomme und melde mich dann noch, wenn es noch irgendwas Besonderes gibt.
ein Eis oder sowas zum Beispiel. Aber im Moment fahre ich an der Landstraße entlang. Ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, dann sollte ich eigentlich noch ein Fazit machen zu der Tour. Ich glaube, ich halte mich kurz. Fahrrad nehmen, machen. Das war das, was ich jetzt so gelernt habe am Wochenende. Also, macht's gerne nach. Man sieht sich. Die Günter-Klotz-Anlage. Am ersten Tag bin ich ja bereits durchgefahren. Das war der Tag vor dem Feiertag. Und hat gesagt, da ist alles so leer, weil alles arbeiten muss. Ich bin ja mitten am Tag losgefahren. Heute ist er leer, wegen der brachialen Hitze. Da legt sich kein Mensch freiwillig ins vertrocknete Gras. Es sind laut Temperaturanzeige in der App im Moment 34 Grad ja, im Schatten. Und dann ist es ja sowieso in Karlsruhe immer noch mal ein bisschen in der Stadt mehr, weil sich da die Luft einfach staut. Also ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viele Grad das wirklich sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich das rausfinden kann. Es ist jedenfalls heiß. So, ich gucke jetzt die letzten paar Meter noch durch die Stadt. Es ist alles wie ausgestorben, also es fährt auch kaum ein Auto rum. Alles hat hitzefrei und bleibt in der Wohnung anscheinend. Ja, also ich verabschiede mich nochmal. Bis zum nächsten Mal und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, diese 4-Tage-Tour und ob ihr sowas öfter mal sehen wollt. Dankeschön.